Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Heute geht es eigentlich theoretisch sogar weniger um Geräte. Es geht um das hier, es geht um Dübel. Aber dann doch irgendwie nicht, weil die Geräte müssen ja vorbereiten, dass wir genau das benutzen können. Denn wir haben hier drei völlig verschiedene Arten. Wir haben hier einmal den Duodübler vom Muffel, der klassische Dübel eigentlich am Ende dich setzen lässt. Wir haben hier die Domino für die klassischen Dominos, die Dominofräse, und wir haben hier eine Flachdübelfräse, genau für das hier. Und wenn du dich schon immer gefragt hast, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen drei Systemen, was ist besser, was sind die Vor- und was sind die Nachteile, dann bist du heute genau richtig. Und natürlich gibt es wie immer einen 250 € Einkaufsgutschein zu gewinnen. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach unten in die Kommentare zu schreiben, welches System magst du am liebsten? Ich bin super gespannt auf eure Kommentare, denn quasi haben wir heute den Krieg der Systeme. Denn es gibt wirklich viele, die sagen, der Duodübler ist das Nonplusultra, nur dieses System. Es ist das einzig wahre. Dann gibt es wieder andere, die sagen, Domino, Festool Domino, das ist genau das Ding. Und andere sagen, was soll ich denn damit? Ich nehme einfach eine Flachdübelfräse und gut ist und muss definitiv viel, viel weniger Geld ausgeben. Und das würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Also schreibt es unten in die Kommentare, denkt an den 250 € Einkaufsgutschein. Und wir haben ja hier wirklich drei komplett verschiedene Systeme, die aber eigentlich irgendwie dasselbe machen und dann wiederum auch nicht. Da kommen wir nachher dazu. Aber ich möchte euch erstmal ganz kurz das Wirkprinzip erklären oder beziehungsweise euch das auch mal zeigen. Wir haben hier von Muffel das System und hier ist es so, dass wir hier zwei Bohrer bzw. Fräser haben, die in das Holz eintauchen, ja, und dann einfach nur ein Loch machen. Und in dieses Loch kommt so ein Dübel am Ende rein. Du kannst entweder ein Loch machen lassen, zwei Löcher und so weiter und so fort. Aber wir haben hier einen Bohrer, der einfach nur nach oben eintaucht und dann entsprechend ein Loch macht und da rein kommt der Dübel. Aber hier ist natürlich jede Menge Hightech mit dabei, aber da kommen wir gleich dazu. Schauen wir uns mal Festool an. Komplett anderes Thema, denn hier haben wir nicht einen Dübel, sondern hier haben wir so eine Art, ich sage mal, flach gedrückten Dübel, der eine ganz andere Funktionsweise hat. Schauen wir uns gleich mal an. Und auch das Gerät arbeitet komplett anders. Ich zeige euch das mal. Moment. Und zwar ist es hier so, dass wir... Herrliches Geräusch, oder? Hier haben wir nur einen Fräser, aber dieser Fräser geht nicht einfach noch gerade so rein, sondern der Fräser geht hier nach rechts und links und fräst eine Tasche aus. Ihr seht das auch hier unten, ja? Das geht nach rechts, links und hin und her und dadurch wird eine Tasche ausgefräst, die so aussieht wie dieser Dübel und wo man diesen Dübel reinstecken kann. Und damit wird hier eine Breite von rund 20 mm ausgefräst oder auch noch breiter, da kommen wir gleich zu. Also das ist, wie gesagt, ein komplett anderes System. Hier haben wir nochmal ein komplett anderes System. Und zwar ist es hier so, dass wir, Moment, ich muss mal kurz mal umstellen, so. Wir haben hier ein Sägeblatt und dieses Blatt kommt rausgefahren und sägt bzw. fräst einen Schlitz in das Material und da kommt das hier rein und da haben wir den Flachdübel, der dort eingesetzt wird. Und ihr seht hier komplett andere Systeme, die aber eigentlich dasselbe machen, nämlich Holz verbinden im Wesentlichen. Ja? Und das Ganze hat Vor- und Nachteile, da kommen wir gleich zu, aber erstmal möchte ich euch erklären, wie funktionieren diese Dübel eigentlich. Bevor wir jetzt aber zu den Dübeln kommen, nochmal ein Hinweis. Diese drei Geräte sind komplett funktionsgleich zumindest. Also ergo, wir haben hier überall dieses Blatt, das Sägeblatt, was nach vorne rauskommt und einen Schlitz fräst für die Flachdübel. Das Ganze haben wir hier von Bosch, Makita, aber auch von Einhell zum Beispiel als Akkuvariante. Gibt es verschiedene Geräte, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal hier oben. Da hatten wir, glaube ich, auch einen guten Gewinner. Welches ist, möchte ich jetzt noch nicht verraten, das siehst du im Video. Bei den Geräten hier ist es so, dafür gibt es ja jeweils nur genau diese und da haben wir auch einen stolzen Preis. Übrigens hat die Exklusivität dieser Systeme auch seinen Preis. Aber fangen wir mal hier an. Flachdübelfräsen bekommst du schon im Bereich um die 50 € Kabel gebunden. Hier bei der Einheit zum Beispiel Solo ohne Akku schon so um die 100 €. Und hier im professionellen Bereich sind wir so zwischen 200 bis maximal 400 €. Kommst du mit einer richtig guten Flachdübelfräse schon durch die Tür. Hier sind wir anders unterwegs. Hier bei Festool, die Domino wird so zwischen 700 und 800 € gehandelt, mal so. Deswegen schauen wir unten in die Videobeschreibung, da findest du den aktuell ehrlichen Preisvergleich zu den verschiedenen Geräten. Bei Muffel, beim Duodübler sind wir schon bei 1000 € und das tut schon weh im Portemonnaie. Geräte hin, Geräte her, aber was verarbeiten diese Geräte eigentlich? Das sind genau diese drei kleinen Vertreter. Und zwar wir haben mit Dübel, wir haben hier den Domino und wir haben den Flachdübel bzw. den
ja, landläufig auch Lamello genannt, aber das ist für Flachdübelfräsen. Lamello ist ja eine Marke. Schauen wir uns aber mal das als allererstes an. Das ist der Dübel und das kennt man schon gefühlt hundert oder tausende von Jahren. Holzdübel, ganz normal, 12 Stücke Holz, Loch rein, das kannst du auch schnitzen, rein, fertig, bums. Natürlich heutzutage maschinell gefertigt, industriell, alles genau gleich groß. Und das ist auch ganz wichtig. Genau gleich groß ist enorm wichtig. Ansonsten könntest du es gar nicht verarbeiten heutzutage, weil damit hast du eine enorm, also ich sag mal, feste Verbindung in alle Richtungen. Nämlich, wenn du so einen Dübel einsetzt, ist es so, du setzt ihn ein und das Teil kann sich nach rechts und links nicht mehr bewegen, wenn du zwei Teile verbindest, und nach oben und unten nicht mehr aus eurer Sicht. Dadurch hast du Folgendes, dass du eine absolut schlüssige Verbindung oben, unten hast, rechts, links und kannst das Ganze so verarbeiten. Aber du hast auch einen Nachteil. Du musst nämlich sehr genau arbeiten. Wenn du irgendwo aus dem Lot kommst, dann hast du ein Problem. Wenn du jetzt 10 Löcher ineinander setzt, hast du erst recht ein Problem, wenn du nicht absolut perfekt arbeitest. Denn wenn du jetzt zum Beispiel von Loch zu Loch 1 mm Abstand hast, bei 1 cm, bei 10 Löchern, bist du raus. Hast du gar keine Chance damit. Dafür gibt es natürlich hier den Duodübler, der einige Hilfen dir auch bietet, um absolut exakt zu arbeiten. Aber allgemein ist das ein Thema. Ansonsten ist es bei dem hier so, dass du eine enorm, wirklich enorm kräftige Verbindung damit herstellst. Hier ein bisschen Leimrand, 2 Ecken, 2 Enden und schon hast du eine super, super kräftige Verbindung. Und der Dübel selbst ist halt super stabil, den kriegst du auch nicht einfach so gebrochen. Das ist schon ein richtig, richtig gutes System. Als allernächstes haben wir jetzt hier das System von Festool, die Domino. Das hier wird auch Domino genannt, das ist ja auch eine Domino-Fräse, steht es ja auch drauf. Hier, eine Domino-Fräse für diese Dominos. Hier hast du ein etwas anderes System und ich finde für Leute wie mich ein System, was mehr Fehler verzeiht. Du kannst hier Folgendes machen, du kannst das so fräsen lassen, dass es absolut bündig ist. Und zwar hier und oben, unten, dann hast du dasselbe wie beim Dübel. Rechts, links geht nicht mehr, oben, unten geht nicht mehr, perfekt drin. Hast eine noch größere Klebefläche, ja, durch die Fläche, die du hier hast. Würde ich zumindest sagen. Und es ist auch enorm stabil. Aber du kannst auch Folgendes machen. Du kannst das Gerät so einstellen, dass du hier rechts und links ein kleines bisschen Spiel hast, sodass du, wenn du jetzt viele durcheinander reißt und nicht exakt arbeiten kannst oder nicht exakt gearbeitet hast oder manchmal willst du es ja auch ganz bewusst dann erst noch genau ausrichten. Und das hast du hier gegeben, dass du das Gerät so einstellen kannst, rechts, links ein bisschen Spiel und dann kannst du leicht nach rechts und links noch. Ja? Und das ist ein riesen Vorteil, finde ich, von dem System. Du kannst übrigens auch relativ breit ausfräsen, dass du richtig viel noch einstellen kannst. Gucken wir uns, einfach runter, der Domino. Kommen wir zum letzten System, der Flachdübel. Der Flachdübel ist noch wesentlich oder verzeiht noch mehr Fehler, wenn wir jetzt rein nur von diesem System reden. Und du kannst Folgendes machen, du hast ja hier auch nach oben und unten eigentlich eine Verbindung. Je nach Güte der Geräte ist es auch nicht mehr ganz so. Bei dem Test haben wir rausbekommen, dass es Geräte gibt, die hier in dieser Bewegung, also nach oben und unten, so sehr vibrieren oder ungenau sind, dass du auch da keine flächige Verbindung mehr hinbekommst. Mit guten Geräten geht das, überhaupt kein Problem, aber durch dieses Einfräsen hier kannst du, wenn du 2 Holzstücke verbindest, sie natürlich nach rechts und links verschieben. Und im Zweifel kannst du so richtig weit verschieben oder rutscht dann schon fast wieder raus. Wenn du es ordentlich machst, kein Problem, aber hier hast du natürlich die meiste Möglichkeit, es noch einzustellen, so kann man das sagen. Aber du hast ja ein Problem, und zwar dieser Dübel geht einfach so kaputt. Den kannst du einfach so kaputt brechen. Und zwar wirklich, jetzt geht es mal ausnahmsweise nicht. Und hast hier, jetzt habe ich wirklich gedacht, ich kriege noch ein zweites Mal, aber der hier hält heute mal. Den kriegst du meistens relativ klein gebröselt, was in der Verbindung kein so großes Problem ist, aber ich habe dazu auf jeden Fall weniger Vertrauen. Und ich kann mir jetzt denken, viele von euch werden jetzt schon sagen, Moment, der Typ vergisst doch die Hälfte aller Dübel, die es gibt oder sogar viel, viel mehr. Das stimmt, denn das hier sind die Klassiker. Dafür gibt es noch Sonderformen. Es gibt zum Beispiel auch Dübel aus Kunststoff, die du sogar wieder auseinander tun kannst und wieder zusammentun kannst. Das heißt, du musst gar keine dauerhafte Verbindung herstellen. Wenn du dich dafür interessierst, findest du hier unten in der Videobeschreibung 1, 2 Links dazu, aber das gibt so eine riesige Auswahl, die kann ich dir heute auf keinen Fall zeigen. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurücktreten. Was ist denn eigentlich, wenn du sagst, du möchtest das möglichst günstig haben und möchtest eigentlich gar keine Maschine? Dafür gibt es auch solche Systeme wie das hier. Da hast du ein klassisches Dübelsystem drin. Und wir schauen uns das mal ganz kurz an. Hier drin hast du zum Beispiel dieses Teil, ja, und da hast du die passenden Bohrer schon dazu. Dazu hast du auch hier diese Pins dazu. Und
um die Abdrücke entsprechend zu machen und so weiter und so fort. Ein paar Dübel, du hast hier dein Leim auch dabei. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt mittig hier einen Dübel versenken, nimmst du einfach das Teil, legst es an, drückst es zur Seite, kannst hier ein Loch reinbohren und schon geht es los. Das ist jetzt die einfachste Variante. Sowas bekommst du für 10, 20, 30 Euro, je nachdem welches Set du kaufst und kannst dann auch schon loslegen. Mit den Systemen hier bist du natürlich in einer ganz anderen Position und hast viel mehr Spaß, aber hiermit klappt es auch. Dübel, Dübel, Dübel. Aber lass uns doch endlich mal die Geräte angucken und vor allem, dass wir auch die Unterschiede der Geräte mal sehen und die speziellen, die Feinheiten. Beim Duo-Dübel vom Muffel ist es so, dass er natürlich perfekt ist für Holzverbindung. Zusätzlich ist er aber der absolute Lochraster-Master. Und warum, das zeige ich dir jetzt mal. Hier haben wir das Gerät und das sieht erstmal total wild aus und fragt sich, wofür ist das eigentlich alles? Aber es ist eigentlich durchaus selbsterklärend. Erst einmal, ihr könnt das hier lösen und dann könnt ihr den Anschlag nach unten klappen, um dann hier entsprechend ein Brett einzusetzen oder ein Stück Holz und dann hier eure Verbindung zu machen. Ich zeige euch das mal. Wir nehmen das hier zum Beispiel, legen das hier an und das ist jetzt ja eigentlich viel zu dick. Ja, da würden wir jetzt ja hier unten gar kein Loch mehr machen können. Dafür können wir das jetzt hier zum Beispiel nach unten und nach oben drehen. Ja, so ein Beispiel jetzt mal so. Und jetzt macht das schon richtig Sinn. Jetzt könnten wir hier unsere beiden Löcher fräsen. So. Zusätzlich haben wir noch das hier. Und zwar können wir das hier noch feststellen. Und dann ist das auch schon fest. Und dann könnt ihr wiederholgenau genau in dem Abstand und in diesem Winkel entsprechend arbeiten. Ihr könnt natürlich das auch auf einen Winkel einstellen. Hier habt ihr auch die Verstellmöglichkeit. Ja, das rastert hier auch ein, wenn ihr wollt. Und. Ja, das ist auf der Seite. Wenn ihr die Tiefe jetzt hier zum Beispiel standardmäßig einstellen wollt, habt ihr hier auch über diesen Revolver ja, eine Tiefen oder eine Vorwahl des Brettes, finde ich mega gut gelöst. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Hier haben wir Folgendes. Hier haben wir erstmal die Tiefe, in der wir das entsprechend bohren wollen. Hier könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt jetzt Tiefe 1 einstellen, meinetwegen nur 10 mm, Tiefe 2 40 mm und könnt das hier jetzt vorwählen. Zum Beispiel gehen wir hier auf Tiefe 1, dann ja, geht es nur bis da, Tiefe 2, dann geht es in der gesamten Tiefe. Wenn wir uns jetzt mal das Gerät von vorne nochmal angucken, so. Seht ihr hier zwei so eine kleinen, ich nenne es mal Nupsis, die dafür da sind, um zum Beispiel jetzt zu sagen, ich möchte immer vom selben Abstand von der Kante arbeiten. Dann gehen wir hier ran, rüber und würden jetzt hier immer einen exakt gleichen Abstand haben. Du siehst hier, hier sind zwei Fräser drin. Du kannst natürlich auch nur mit einem arbeiten, die sind hier natürlich fest drin. Dazu müsstest du einen ausbauen. Aber wie geht das eigentlich, dass ich sie ausbaue oder tausche zum Beispiel? Dazu ist es so, dass du hier das Ganze nach oben stellen musst. So, dann rastet es ein und dann habe ich hier die Möglichkeit, genau an der Stelle ja, das Ganze zu wechseln. Ich zeige das nochmal. Genau dort an der Stelle kann ich hier das Lose drehen und dann den Fräser rausnehmen. Sollte ich jetzt mal hier nicht die richtige Position haben, kann ich das hier auch drehen. Ja, ihr seht das hier. Ich kann das weiterdrehen, weiterdrehen, weiterdrehen und dann hier bin ich jetzt wieder in der richtigen Position und könnte damit loslegen. Wenn du jetzt hier zum Beispiel einen ausgebaut hättest, hättest du genau dieses Zubehörteil, das könntest du jetzt aufsetzen und dann hättest du wieder hier die kleinen Anschläge und hier den einen Fräser. Ich finde das mega durchdacht. Ich hatte ja gesagt, das Gerät ist ja Lochraster-Master, aber wie macht man das eigentlich? Weil du musst ja ein absolut perfektes Lochraster haben. Natürlich hat Muffel gesagt, dafür gibt es Zubehör. Und zwar genau das hier, das steckst du einfach hier auf. So, und wir hatten ja vorhin, so, das ist so jetzt aber. Das Ganze steckst du auf. Wir hatten ja vorhin hier diesen Anschluss oder diesen kleinen Anschlag quasi besprochen. Jetzt willst du irgendwo von der Seite immer weiter anschlagen, möchtest entsprechend arbeiten. Dafür gibt es zum Beispiel das hier. Hier habt ihr wieder einen Anschlag und den kannst du ganz fein gerastert verstellen, wo immer du den hinhaben möchtest. Und es gibt noch 1000 weitere Zubehöre, um jetzt zum Beispiel hier was aufzutragen, das Ganze hier auf dem Tisch zu benutzen, auch mit der Tischverbreiterung, damit es noch weniger kippelt, kannst du hier lang arbeiten, kannst das perfekte Lochraster machen. Also in das Gerät musst du dich wirklich ein bisschen reinfuchsen, aber wenn du gerade so etwas als Anwendungsfall hast, ist das wirklich eine mega krass gute Maschine. Du hast zum Beispiel auch noch sowas, eine Feinjustierung, um es im Zehntelbereich einzustellen, wenn du es hier aufgestellt hast. Also da hat Muffel sich echt was einfallen lassen. Das ist aber ein Gerät, muss ich sagen, von dem Preis her natürlich für die absoluten Profis, aber hat seine absolute Berechtigung. Und jetzt gucken wir uns mal Festool an.
Ich habe noch zwei Sachen vergessen, bevor wir zu Festool kommen. Und zwar Nummer 1, der Dübel ist ja nun mal der Dübel, der ist so wie er ist. Und der Fräser ist genauso groß, dass es perfekt passt. Jetzt hast du aber bestimmte Materialien, die durch Quellen unter Umständen ein Problem haben. Dafür gibt es sogenannte Übermaßfräser. Wenn du zum Beispiel mit MDF arbeitest, gibt es Fräser, die einen kleinen Tick größer sind, sodass sie ein etwas größeres Loch machen, Leim rein, das Ding rein und du hast kein Problem mit MDF und dem Quellverhalten. Eine zweite Sache, die ich ganz vergessen habe, Absaugung. Auch hier beim Duodübler hast du natürlich genau wie bei allen anderen Geräten eine Absaugung, die kannst du anstecken und damit das Ganze perfekt absaugen. Jetzt aber zu Festool. Kommen wir zu Festool Domino und hier habe ich eine Sache ganz vergessen. Und zwar der Dübel hat noch einen Vorteil, den ich vergessen habe, und einen Nachteil. Vorteil, durch diese Form, durch diese flache Form kann man es nicht verdrehen, also kann man das Holz daran nicht verdrehen und das ist eigentlich auch eine gute Sache. Bei einigen Projekten hilft das dir enorm beim Konstruieren. Ein Nachteil von dem ganzen System ist aber, es ist gut viel teurer. Und zwar ist das von allen, vom Verbrauchsgut das teuerste System. Das kostet auf jeden Fall mehr als Dübel und auch einiges mehr als Flachdübel. Aber gucken wir uns das Gerät doch mal im Detail an. Hier haben wir jetzt also unser Domino. Mit diesem kleinen Hebel können wir den Anschlag nach unten tun und dann könnten wir es jetzt hier entsprechend ansetzen, vorher natürlich wieder festziehen und könnten jetzt hier entsprechend arbeiten. Für die Dicke dieses Holzes, also des Brettes, kannst du hier auch diese Anzeige nutzen, beziehungsweise diese Einstellungsmöglichkeit nutzen. Da hast du halt bis 40 mm, kannst du hier vorwählen und kannst dann das Ganze hier einstellen. Wenn wir uns jetzt hier mal weiter anschauen, haben wir hier die Dicke des Dübels. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass man einstellen kann, wie weit der Dübel von rechts nach links entsprechend noch Spiel hat. An der Einstellung hat er gar kein Spiel, ein bisschen Spiel und mehr Spiel. Hier an der Stelle können wir die Tiefe einstellen. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, wie weit soll der Dübel jetzt eigentlich ins Holz rein? Es gibt ja so Momente, wo man nur eine kleine Verbindung auf der einen Seite haben möchte und auf der anderen Seite etwas mehr, wenn zum Beispiel das Material nicht so viel Stärke hat oder. Dann könnt ihr es einfach hier nach vorne klappen und dann hier ganz einfach einstellen. Das ist mega simpel, wie ihr hier seht. Von der anderen Seite ist es so, ich kann das hier entsprechend auch verstellen. Dann kann ich hier die Höhe ja einstellen für mein Brett. Und das, was wir hier sehen, ist eine Absaugung, die wirklich gut ist. Die Domino saugt wirklich sehr gut ab und hat hier kaum noch Staub, was übrig bleibt. Ist ja auch wichtig, dass da, wo der Dübel reinkommt, auch kein Staub mehr zurückbleibt. Das war jetzt wirklich ein Ultraschnelldurchlauf und das Gerät bietet noch so viel mehr, wie zum Beispiel diese Kleinigkeiten hier, womit du genau wieder zum Beispiel anlegen kannst. Du kannst hier ein Holz anlegen und bist hier genau an der Kante und hast genau an der richtigen Stelle zum Beispiel auch deine Fräsung oder. Es gibt für das Gerät auch noch Zubehöre, hier gibt es noch eine Skala, bla. Also es gibt super viel, wenn du im System bist. Ich wollte dir nur mal einen kurzen Einblick geben. Was ich wirklich sehr mag, ist eine Sache, die erstmal gar nicht so auffällt, ist genau das hier. Hier fehlt nämlich was. Hier ist kein Kabel, das ist aber kein Akkugerät, sondern nur dann, wenn du es benutzt, nimmst du das Kabel, steckst das rein, leichte Drehung und hast hier die Stromversorgung, ansonsten das Kabel auch abziehen. Wenn du mit mehreren Geräten arbeitest, brauchst du immer nur ein Kabel hinlegen, finde ich richtig gut. Und jetzt kommen wir zu den Flachdübelfräsen. Und auch hier, bevor wir über das Gerät sprechen, müssen wir auch nochmal über die Dübel sprechen. Wir hatten es ja bei Festool schon, dass die verdrehsicher sind. Hier ist es natürlich genauso, völlig logisch. Aber wir haben hier noch einen anderen riesengroßen Vorteil, den ich vorhin auch nicht genannt habe. Nämlich, er ist wesentlich dünner. Er ist nur 4 mm stark. Und gerade bei dünneren Materialien, wenn du die verbinden möchtest, hast du bei so einem Dübel irgendwann gar keine Chance mehr, weil es dann sofort ausreißen würde und keine sichere Verbindung mehr wäre. Wesentlich dicker. Dasselbe ist es aber auch hier bei Festool Domino. Das ist schon bedeutend dünner und dann auch schon eher nutzbar, aber bedeutend dicker nochmal als Flachdübel. Und noch ein Hinweis dazu, weil ich es vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt hatte, es gibt ja sehr viele verschiedene Sonderformen davon und hier nochmal etwas Spezielles. Genauso groß und so dick wie der hier ist, gibt es von der Firma Lamello einen aus Kunststoff. Und damit kannst du Folgendes machen. Du kannst hier zwei Hölzer verbinden, aber du kannst sie hinterher auch wieder lösen. Das System finde ich super interessant. Dazu verlinke ich dir mal was unten in der Videobeschreibung. Schau das unbedingt mal an, wenn du dich für Flachdübel interessierst. Und jetzt schauen wir uns mal das Gerät an. Hier sehen wir jetzt schon einen riesen Unterschied zu dem Gerät von Festool und von Maffel. Und zwar dieser Anschlag hier, den du in der Regel auch immer brauchst, der ist aber fest dran. Wenn du ihn nicht haben möchtest, kannst du ihn zwar hier abbauen und damit auch arbeiten, aber
dann ist er irgendwie nicht mehr in der Maschine und im Zweifel ist er weg. Ja? Das ist schon so eine Sache, muss man halt wissen. Er ist auch wirklich sehr leicht wieder ranbaubar. Wenn du jetzt hier schaust, kannst du hier die Höhe verstellen. Hier haben wir auch eine schöne Skala. Hier wird das Ganze angezeigt. Das ist schon sehr cool gemacht, da kann man gar nichts sagen. Hier festgestellt. Dann kann ich Folgendes machen. Hier das auch lösen. Kann hier auch den Winkel verstellen. Wieder feststellen. Ja, ihr seht aber, das Gerät hier an sich ist wesentlich einfacher gearbeitet und das sind ja nicht alle. Ja. Das Wirkprinzip von allen ist hier sehr ähnlich. Kann jetzt hier noch die Tiefe verstellen. Das kann ich hier auch über so einen Revolver, kann ich sagen, wie tief soll es denn eigentlich sein. Ich habe jetzt hier mal 20, beziehungsweise irgendwo ist auch Max. Nee, hat er hier gar nicht. Und dann seht ihr, ach nee, genau, so muss ich es verstellen. So. Hier ist auf Max und jetzt seht ihr hier, wie ich das Ganze reindrücken kann. Das ist auch super simpel. Hier mit dieser Schraube gelöst nach dort und dann war es das. Hier noch eine Absaugung und das ist auch schon das ganze Gerät. Viel mehr ist das Ganze gar nicht. Wir haben hier unten die Möglichkeit, das alles einfach nur zu öffnen. Dann haben wir hier, ja, ihr seht jetzt hier das Blatt, das kann ich auch einfach jetzt wechseln und das war's schon. Ja, und mehr ist das auch schon gar nicht. Wenn du mehr Informationen zu diesen Geräten haben willst, verlinke ich dir hier oben. Oder habe ich hier vorhin schon verlinkt. Auch zu dem habe ich schon mal ein Einzelvideo gemacht, wo ich nochmal viel detaillierter darauf eingegangen bin. Auch das habe ich hier oben verlinkt. Aber jetzt nochmal ganz kurz etwas zu diesem Dübel, beziehungsweise zu dem Flachdübel, was ich vorhin gar nicht richtig vielleicht rübergebracht habe. Wenn ihr das von Lamello nehmt, dann ist das natürlich auch, es gibt ein System jetzt mit 4 mm und das könnt ihr genau hier einsetzen. Das heißt, ihr könnt die Lamellos, die aus Kunststoff, wo ihr die Verbindung trennen könnt, auch zum Beispiel hier in der Makita-Fräse einsetzen. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist denn jetzt aber eigentlich das beste System, gibt es eine ganz eindeutige Antwort. Das ist relativ simpel sogar. Und zwar erst einmal immer die Maschine, die du auch hast. Denn alle Maschinen können im Wesentlichen dasselbe, nämlich sie können Hölzer oder können Holz verbinden oder andere Verbindungen auch herstellen. Im Speziellen, wenn du mich aber fragst, wo sind denn eigentlich die Vorteile einzelner Systeme, ist es so, dass man jetzt sagen kann, bei den Flachdübeln ist das günstigste System. Da bist du schon bei 100 € mit einem halbwegs passablen Gerät dabei. Wenn du richtig Qualität haben willst, so ab 200 € hast du da schon ein richtig gutes Gerät und kannst Holz verbinden. Und vor allem kannst du auch im Möbelbereich genau das machen. Du kannst Sachen wieder trennen, machen, tun, blablabla. Ja, das funktioniert. Wenn du jetzt hier eine Domino dir anschaust, ist das hier aus meiner persönlichen Sicht eher für den konstruktiven Holzbau auch geeignet. Und hier kannst du sehr massive Verbindungen, es gibt das Ganze ja auch nochmal als nächstgrößere Variante, wo du richtig riesige Dominos hast. Da kannst du ein Carport mit zusammen leimen am Ende des Tages. Und das ist eher für so etwas geeignet, aus meiner Sicht. Lochraster kannst du hier zum Beispiel gar nicht. Und der Duodübler, der ist aus meiner Sicht eher für Möbelbau, für Holz, auch für Innenausbau geeignet. Der kann natürlich auch, genauso wie alle anderen, auch konstruktiv Hölzer verbinden, aber hat seine Spezialität aus meiner Sicht eher genau dort. Du musst natürlich auch bedenken, 1000 €, rund 800 €, das ist richtig viel Geld. Ich kann euch nur sagen, das System habe ich ja nicht, sondern ich habe nur dieses System da. Wenn ich ein System nutze ich persönlich meistens die Domino, und die Spezialität von denen ist das ja auch wirklich, wenn es etwas dünner wird, nehme ich auch wirklich gerne mal einen Flachdübel, um bei geringen Materialstärken den Ausriss nicht zu haben oder nicht die Gefahr zu haben, dass es dann doch irgendwo abschert. Das ist meine Meinung. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mal unten in die Kommentare, denn es ist ja so ein Thema und deswegen bin ich da richtig gespannt. Und für euch heißt es jetzt ran an den Dübel und bis zum nächsten Mal.